Schönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Wir gucken, was der Tag so bringt. Ich habe die Lenormand-Karten von der Gabi Mokros mit am Start. Okay. Umbrüche. Vielleicht zeigen sich auch irgendwo stagnierende Situationen. Etwas, was so zäh vor sich hinläuft. Andererseits hat man eben auch wieder Anfang und Ende. Ne? Hier ist es ein glücklicher Umbruch. Es zeigt sich hier auf einem kurzen Weg etwas, das ja, eine glückliche Wende kriegt, das dein Alltag mehr erhält. Und dein Leben irgendwie bereichert. Das kann jetzt ein Thema sein. Der Baum ist für mich immer die Karte der Langfristigkeit, wo sich jetzt etwas, was lange gedauert hat, lange zäh war, was vielleicht auch viele Bereiche deines Lebens betroffen hat, irgendwas wenden kann, das dir auf dem kurzen Weg und in Kleinigkeiten auch mehr Freude ins Leben bringt. Es kann etwas Berufliches sein, etwas, an dem du schon lange gearbeitet hast, etwas, was dir auch ein Fundament mitbringt, eine neue Möglichkeit. Hier kann es auch sein, dass du erntest, was du gesät hast, also wenn du lange an etwas gearbeitet hast, dass hier eben der Erfolg kommt, der Durchbruch oder der Umbruch. Es geht so um zwei Dinge. Einerseits kündigt sich hier eine neue Liebe an, ein neues Verliebtsein, irgendein Projekt, das dir am Herzen liegt, erblüht oder erweckt sich in dir. Es geht darum, deinen Herzenswünschen Stabilität zu vermitteln. Und das, was du tust, auch mit Liebe zu tun. Es erinnert mich jetzt gerade wieder an meine Pflegezeit. Ich bin so lange mit unguten Gefühlen und so wenig Liebe dahin. Und ich habe das immer versteckt und das war genau das Anstrengende. Anstatt etwas zu ändern, habe ich es ignoriert. Ja? Ich habe hier das Außen mit dabei für uns. Das heißt, das sind Situationen, wo Umbrüche kommen oder Veränderungen, die haben wir zum Teil nicht in der Kontrolle, aber sie bringen ein gutes Fundament mit. Es ist auch wichtig, wie man sich hier verkauft, was man von sich zeigt, was man weitergibt, wie man sich präsentiert, gerade auch speziell in Partnerschaften und beruflichen Situationen. Jetzt haben wir hier unten auch noch die Blumen. Also das sieht wirklich toll aus, auch für alle Liebenden, alle Singles. Ne? Hier könnt ihr zum Beispiel über den Bereich Arbeitsplatz jemanden kennenlernen, der euch endlich so einen frischen Wind mitbringt. Möglicherweise sprechen die Sehnsüchte sehr mit einem. Es wird ja auch gesagt, nimm dir Auszeit, mach so einen kleinen Trip, wo du mal wieder dich selber erholst. Also lass es eine kleine Reise sein, ein Wochenendtrip, aber ich würde es Auszeit nennen. Aber deine Sehnsüchte und Wünsche, die stehen hier wirklich so mit dem Geschenk der Erfüllung auch vor deiner Türe. Ja, und hier haben wir jetzt wieder einen Mann. Es ist sehr speziell. Es kann ja sein, dass dir eine männliche Person ein Angebot bringt, in dem du im Job hier sehr gut weiterkommst. Andere Möglichkeit ist wirklich, dass sich hier ein neuer Partner auf den Weg macht. Es kann sein, dass der von ein bisschen weiter herkommt oder sehr viel unterwegs ist. Und das nächste wäre eben so, ja, man fühlt sich in der Liebe wieder zu Hause und geborgen. Nichtsdestotrotz ein Tag, wo das Schicksal mit einem spricht, wo man auch so diese Elemente der Trennung verspürt oder verspürt hat, die man jetzt hier beenden kann. Also es ist schon mal ganz klasse.
Was kriegen wir noch hier? Lasst mich weiter gucken. Ja, es geht darum, sich gut um sich selber zu kümmern, bei sich anzukommen, etwas Entspannendes zu tun, sich Auszeit zu nehmen, denn hier sorgt das Schicksal dafür, dass du einfach eine kleine Wende kriegst, die dir zugespielt wird und dass es dir Erleichterung bringt in irgendeinem Bereich. Und ja, du darfst dir das Beste wünschen und du darfst auch das Beste empfangen und du brauchst hier dich nicht klein halten oder Kompromisse eingehen, sondern es steht jedem zu, geliebt zu werden, einen guten Job zu machen, genügend Geld zu haben. Ich würde hier heute mal noch eine Merlin-Karte dazu nehmen, warum auch immer mir das gerade in den Sinn kommt. Das ist so genial, ich liebe das einfach. Hier haben wir die Allee Violett. Es geht um Richtungswechsel, neue Wege. Ein Weg geht zu Ende, ein neuer Weg liegt vor dir. Jetzt ist die Zeit, dich zu lösen, zu reinigen und auf neue Frequenzen und Energien einzustimmen. Hier haben wir das Schicksal, hier haben wir den Sarg, ne? Etwas löst sich, etwas geht zu Ende, dadurch entsteht ein neuer Weg und der Weg, der hier liegt, ist eigentlich grandios, weil er auch eine lange Durststrecke irgendwie beendet, eine Zeit, in der du vielleicht viel ausgehalten hast oder naja, versucht hast zu überleben, aber so richtig gelebt hast du nicht. Und unten haben wir hier noch das blau-weiße Volk. Da ist alles bunt, ne? Da ist ein unermessliches Potenzial. Hier geht es darum, auch das Potenzial, das in dir wohnt. Hier geht es ja darum, sich das Beste zu gönnen, nach den Sternen zu greifen. Dass man das eben auch anstrebt, ne? Dass man über sich hinauswachsen kann, dass man das nicht aus dem Blickwinkel verliert, wie viel man eigentlich vom Leben haben könnte und wie viel man sich letzten Endes davon nimmt. Also das ist sehr spannend. Möglicherweise bringt dir dieser Richtungswechsel hier auch ein ganz anderes Fundament mit, aus dem du wieder für dich selber auch siehst, dass alles in Einklang sein kann, dass man so geführt wird und dass man mit dem Ganzen auch lebt und das alles hat hier seine Zeit, ne? Und hier darf auch mal so eine Durststrecke beendet werden und die haben wir hier eindeutig, wo man sich nicht so angebunden fühlte oder gedacht hat, der liebe Gott hat mich irgendwie vergessen oder stehen lassen. Okay, ihr Lieben, wir lassen das so. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Ich drücke euch bis morgen.